Objektnummer SCP-048-DE. Klassifizierung sicher. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-048-DE 01-04 werden in einem Schließfach der Klasse S3 verwahrt, welcher sich im Sicher-SCP-Trakt von Standort DE 15 befindet. SCP-048-DE 01-03 dürfen für Versuchszwecke entfernt werden, jedoch ist es Personal der Sicherheitsstufe 3 oder niedriger untersagt, SCP-048-DE 4 zu handhaben. Beschreibung. SCP-048-DE 02 bis SCP-048-DE 04 beschreiben 3 187 x 103 x 20 mm große VHS-Kassetten. Auf SCP-048-DE 02 befindet sich der Schriftzug Hotel Aranee und auf SCP-048-DE 03 befindet sich der Schriftzug Allein, jedoch befindet sich auf SCP-048-DE 04 kein Schriftzug. SCP-048-DE 01 beschreibt einen 200 x 110 x 40 mm großen VRA-101 VHS-Kassettenspieler von der Marke Philips. Sobald ein Subjekt SCP-048-DE 02 bis -04 in SCP-048-DE 01 einlegt, fällt dieser in ein zweistündiges Koma. Falls jedoch SCP-048-DE 02 bis -04 in einen anderen VHS-Kassettenspieler gelegt wird, wird der 1976er Spielfilm Es herrscht Ruhe im Land abgespielt. Bei SCP-048-DE 02 tritt der anomale Effekt nur auf, wenn das Subjekt jemals eine Schule besucht hat. Falls dies nicht der Fall ist, spielt sich auch mit SCP-048-DE 01 Es herrscht Ruhe im Land ab. Sollte das Subjekt eine Schule besucht haben und SCP-048-DE 02 in SCP-048-DE 01 einlegen, fällt dieser wie bei SCP-048-DE 02 bis -04 in ein zweistündiges Koma. Hierbei beschrieben Subjekte, dass sie sich während ihres Komas innerhalb ihrer Schule befanden. Testsubjekte sagten aus, dass in dieser Schule viele Details verschwommen bzw. verändert worden sind. Manche Subjekte beschrieben, dass unter anderem die untere Etage mit der Bushaltestelle ersetzt wurde oder die erste Etage ein Shoppingcenter ist. Bei allen Schulen wurden jedoch 90% der Klassenzimmer mit Hotelzimmern ersetzt. Subjekte berichteten, dass sie von einem ehemaligen Freund abgefangen werden, welcher ihnen etwas zeigen will. Diese gehen daraufhin in eine der Hotelzimmer. Innerhalb dieses Hotelzimmers befindet sich Berichten zufolge ein VR-101 VHS-Kassettenspieler der Marke Philips, welcher dieselben Eigenschaften aufweist wie SCP-048-DE 01. Innerhalb des Zimmers befindet sich auch eine Kassette. Das Individuum, welches das Subjekt in das Zimmer geführt hat, legt die Kassette ein, woraufhin das Subjekt innerhalb des Traumes einschläft. Nachdem das Subjekt innerhalb des Traumes einschläft, endet das zweistündige Koma. Subjekte, welche nach dem Einlegen von SCP-048-DE 03 in ein zweistündiges Koma fallen, beschreiben, dass sie sich in einem ca. 2 Kubikmeter großen Raum befinden. Subjekte empfinden innerhalb des Raumes diverse Depressionen und Paranoia. Nach ca. 30 Minuten füllt sich der Raum langsam mit Wasser. Nach ca. einer Stunde ist der Raum zur Hälfte gefüllt. Nach weiteren 30 Minuten ist der Raum fast komplett gefüllt. Falls das Subjekt vor der kompletten Füllung ertrinkt, endet der Traum, jedoch wacht das Subjekt nicht vor den 2 Stunden auf. Der Traum endet, nachdem ca. 10 cm Luftraum im Raum übrig sind. Subjekte, welche durch SCP-048-DE 04 in ein zweistündiges Koma fallen, verschwinden nach ca. 10 Minuten spurlos. Eine Stunde nach dem Verschwinden taucht das Subjekt wieder auf. Jedoch besitzen Subjekte nach dem Einlegen von SCP-048-DE 04 eine verblasste Haut und dunkelrote Augen. Aus Aussagen der Testpersonen wurde geschlossen, dass jedes Individuum in SCP-048-DE 04 einen anderen Traum erlebt. Dieser Traum hat jedoch in einer Weise immer etwas mit der SCP Foundation zu tun. D6139 berichtete, dass er sich innerhalb einer Einrichtung befand, welche einem Foundation-Standort stark ähnelt. Jedoch wurden die Wände in einem leichten Grünton gehalten. Genaueres kann innerhalb Interview 6139 gefunden werden. D7502 berichtete, dass er sich innerhalb einer Einrichtung befand, welche exakt wie Standort DE 15 aufgebaut war. Jedoch wurde sie von Androiden geleitet. Er berichtete auch, dass er binnen Minuten wieder aufwachte.
Hierbei wird vermutet, dass er starb. Genaueres kann innerhalb Interview 7502 gefunden werden. D2957 berichtete, dass er sich innerhalb eines Luftschiffes namens SCPS Konstantin befand, welches sich überhalb Frankreich-Deutschland befand. Genaueres kann innerhalb Interview 2957 gefunden werden. Interview 6139. Interviewer: Dr. van Hessen und Dr. Malk. Befragter: D6139. Dr. van Hessen: Bitte beschreiben Sie genau, was Sie sahen. D6139. Ich wachte auf. D6139 schweigt. Wir verstehen, dass das, was Sie sahen, eventuell etwas verstörend war. Eine Welt voller Nazis. Wissen Sie. D6139 atmet schwer aus. Dr. Malk: Sagen Sie uns bitte, was Sie gesehen haben. Es ist sehr wichtig. Okay. D6139 atmet tief ein. Ich wachte in einem Raum auf, der dieser gesamten Einrichtung sehr ähnelte. Die Wände waren nur hellgrün statt weiß, wie es hier der Fall ist. D6139 schweigt für einen Moment. Ich wurde direkt von 2 Truppen abgefangen. Sie sahen meinen orangen Overall und nahmen mich fest. Die 6139 scheint Tränen zurückhalten zu müssen. Wie heißt eure Organisation nochmal? SCP Foundation. Diese Leute, sie nannten sich das Sonderkommando. Oder auch SKP. Wofür das K und P steht, weiß ich nur nicht. Als sie mich sahen, dachte ich, ich sei ein Spion. Sie hatten an ihren Wänden Bildern von Hitler, Goebbels und... D6139s Augen fangen an zu tränen. Sie nahmen mich. Sie folterten mich. Sie wollten wissen, wer ich bin. Es fühlte sich so real an. Ich kann immer noch die Schmerzen spüren. Einen Rebellen nannten sie mich. Abschaum. Zum Glück wurde ich während der Folterung wieder hierher gebracht. D6139 fängt an stark zu weinen. Nun gut, wir beenden dieses Interview nun hier. Malk stellt das Übertragungsgerät aus, weswegen D6139 nun Malk und van Hessen nicht mehr hört. Also, SCP-048-DE04 führt einen wohl zu R3378-DE, nicht? Wir müssen dies dem O4-Rat berichten. Dies könnte ein Durchbruch sein. Wir könnten sie von hinten einnehmen. Sie würden nicht wissen, woher wir kommen. Interview 7502. Interviewer: Dr. van Hessen und Dr. Malk. Befragt: D7502. Dr. van Hessen: Bitte beschreiben Sie Ihren Traum. D7502 atmet aus. D7502: Nun gut. Ich habe sonst immer meine Träume innerhalb von Minuten vergessen, aber der blieb. War auch ziemlich schmerzhaft. Dr. Malk: Inwiefern schmerzhaft? Ich wachte in einer Anlage auf, welche genauso aussah wie diese hier, nur es war so modern. Es fühlte sich wie die Zukunft an. Und alle Mitarbeiter wurden mit Robotern ersetzt. Hochmodernen Robotern. Und da war dieser Schmerz. Es fühlte sich so an, als würde mich jemand auseinanderreißen. Nun gut, das ist sehr interessant. Was konnten Sie denn sehen? Konnten Sie mit einem der Androiden Kontakt aufnehmen? Nein, die meisten starrten mich verwundert an. Die Roboter sahen so ähnlich wie Porzellanpuppen aus. Sie schauten mich an und versuchten mich zu retten. Wovor? Ich weiß es nicht. Nach 10 Minuten Schmerz wachte ich hier auf. Und danach? Wachte ich wieder hier auf. Dr. van Hessen deaktiviert die Sprechanlage, um mit Dr. Malk zu reden. Also führt SCP-048-DE04 doch nicht zum Sonderkommando. Ich werde dafür sorgen, dass wir so bald wie möglich einen neuen Test durchführen können. Interview 2957. Interviewer: Dr. van Hessen und Dr. Malk. Befragt: D2957. Dr. van Hessen: Beschreiben Sie bitte, was Sie innerhalb Ihres 2-stündigen Komas geträumt haben. D2957. Ich wachte in einer Art Kajüte auf. Da war dieses laute Motorengeräusch in meinen Ohren und ich schaute mich um. Ich befand mich auf einem Luftschiff über der deutsch-französischen Grenze. Dr. Malk: Woher wussten Sie, dass Sie sich überhalb der deutsch-französischen Grenze befanden? Ich habe mit der Besatzung gesprochen. Wie weit über dem Boden befanden Sie sich? Über den Wolken, so viel ist sicher.
Nachdem ich mich umgeschaut hatte, fand mich ein älterer Forscher. Dieser sah ihnen sehr ähnlich. D2957 zeigt auf Dr. Malk. Inwiefern sah er mir ähnlich? Er trug eine ähnliche Brille, welcher ihrer sehr ähnelte, und sah wie sie aus, nur mit mehr Falten. Er hieß auch Dr. Malk. Er schaute mich entrüstet an und nahm mich mit zu dem Kapitän des Luftschiffes. Er sagte ständig, »Wie kann das sein?« zu sich selber. Als ich ihn fragte, wieso er dies stets wiederholte, antwortete er nur mit, »Du hast die Kassette eingelegt, nicht?« Der Kapitän war auch ein eher älterer Herr. Er schaute mich an und sie befragten mich. Ich erklärte ihnen, dass dies für mich nur ein Traum war, woraufhin der Kapitän nur verwirrter wurde. Entschuldigung, der Dr. Malk meines Traumes, erklärte dem Kapitän, dass er 2014 einen Test an einem gewissen SCP-048 irgendwas durchführte und dass ich einen Traum hätte. In welchem Jahr spielte sich dein Traum ab? Als ich das fragen wollte, wachte ich auf. Wie lange habe ich eigentlich geschlafen? Dr. Malk deaktiviert die Sprechanlage, um mit Dr. van Hessen zu reden. Also verursacht SCP-048-DE 04 zufällige Träume. Nett zu wissen. Anhang Vorfall 1. Am 19. März 2015 wurde in Standort DE15 in Sektor 04 ein Realitätseinbruch gemeldet. Kurz daraufhin fand man einen Mann mit einem grauen Overall in Dr. van Hessens Büro. Dieser behauptete stets, dass es alles nur ein Traum sei und es ihn nicht kümmere, was die Foundation gegen ihn tun würde. Auf die Frage, wer er sei, antwortete er nur mit, eine unbedeutende T-Klasse.